Christopher Augustin traut seinen Augen nicht. Rund 260 € soll der Unfallsachbearbeiter für das einmalige Aufladen seines Elektroautos in seinem Österreich-Urlaub bezahlen. Im Hotel wurde dem 32-Jährigen sogar extra eine Ladesäule für seinen Wochenendtrip reserviert. Doch die böse Überraschung kam dann mit der Abrechnung seines Autostromanbieters Maingau Energie zu Hause. Dort habe ich dann mein blaues Wunder entdeckt. Der Ladevorgang hat mich 30 € gekostet. Das war die Kilowattstunden, die ich wirklich bezogen habe. Aber ich habe einen Standzeitzuschlag von 230 € bekommen für die 3 Tage, weil ich die Ladesäule angeblich blockiert hätte. Und dagegen ist eigentlich auch nichts einzuwenden, so sind die Regeln. Allerdings betrifft das ausschließlich Ladesäulen im öffentlichen Bereich, wie zum Beispiel in Innenstädten. Doch die Tiefgarage des Hotels am Arlberg ist privat und auch nicht öffentlich zugänglich. Daraufhin habe ich dann den Ladesäulenbetreiber vor Ort in Österreich angeschrieben, das Hotel angeschrieben und habe mir diese Abrechnung von den beiden angefordert. Hier habe ich gesehen, es wurde lediglich die Kilowattstunde abgerechnet, die ich wirklich ins Auto geladen habe, und kein Standzeitzuschlag. Darauf verweist Christopher Augustin auch ausdrücklich in seinen Mails an die Maingau Energie. Aber Maingau Energie beruft sich auf ihre AGBs. Die Maingau Energie arbeitet mit hunderten Ladesäulenbetreibern in ganz Europa zusammen, die uns alle mit unterschiedlichen Tarifen abrechnen. Preise von bis zu 45 € pro Stunde sind dabei keine Seltenheit. Die Ladesäulenbetreiber versuchen sich dadurch vor Einnahmeverlusten durch den vollgeladenen Fahrzeugen blockierten Ladesäulen zu schützen. Maingau Energie sieht von einer Rückerstattung ab. Sie können keinen Fehler erkennen. Christopher Augustin fühlt sich getäuscht und damit ist er scheinbar nicht alleine. Auf meine Enttäuschung bezüglich der Antworten von Maingau Energie habe ich weiter selber auch recherchiert im Internet und daraufhin bin ich auf eine Internetseite gestoßen, wo sehr viele Rezensionen über Maingau Energie auch von langjährigen Kunden sehr enttäuschend waren. Hier wurden die Kunden teilweise im Regen stehen gelassen, es wurde teilweise gar nicht auf die E-Mails reagiert und einfach abgefertigt. Christopher Augustin wendet sich an uns und wir bitten die Pressestelle von Maingau Energie um Stellungnahme. Wie kann ein Autostromanbieter eine Standzeitgebühr verlangen, wenn der Ladesäulenbetreiber diese gar nicht eingefordert hat? Maingau Energie antwortet 2 Tage später und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Man erstatte Christopher Augustin den berechneten Standzeitzuschlag. In diesem Fall sei der nicht öffentliche Ladepunkt fälschlicherweise als öffentlich hinterlegt. Gute Nachrichten für Christopher Augustin. Trotzdem ärgert er sich, dass ihm nicht geglaubt wurde. Ich habe mich natürlich tierisch darüber aufgeregt, weil ich habe der Maingau Energie schließlich alle Beweise dafür geliefert. Am Ende stellt sich natürlich mir die Frage, wo geht dieser Standzeitzuschlag hin? Langsam erweckt es bei mir den Eindruck, dadurch, dass diese Elektromobilität noch alles sehr jung ist, dort verschiedene Unternehmen versuchen, ihren Profit daraus zu schlagen. Und dass zu guter Letzt als Abschlusssatz noch erwähnt wird, ich soll doch bitte auf die Ladedauer achten mit einem Smiley, hat mir als Kunde nicht das Gefühl gegeben, dass ich wirklich ernst genommen wurde. Trotzdem ging es in diesem Fall noch mal gut aus. Bei Unklarheiten rund um die Ladesäule gibt es Informationen auf der Seite der Bundesnetzagentur. Unter anderem auch zu öffentlichen und nicht öffentlichen Ladepunkten. Ja, aber da sind noch viele Fragen offen, die wir besprechen können mit Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Was halten Sie denn allgemein von solchen Strafgebühren, wie wir sie eben gehört haben? Ja, also jetzt der konkrete Fall ist natürlich extrem ärgerlich für den Kunden, für den Hotelbesucher, dass er da so viel Geld bezahlen musste. Aber letztendlich ist es ja eine private Ladesäule gewesen, die ja gar nicht öffentlich zugänglich ist. So, und wenn wir uns jetzt mal genau diese öffentlichen Ladesäulen anschauen, die am Straßenrand stehen, in der Innenstadt oder auch an Autobahnen, dann ist so eine Blockiergebühr sogar gewünscht. Tatsächlich, weil ich habe gar nicht so viel Ladesäulen vorrätig, wie wir Elektroautos schon auf der Straße rumfahren. Deswegen soll dieser Parkplatz eben möglichst schnell freigemacht werden. Deswegen gibt es diese Blockiergebühr. Aber da steht dann eben auch nicht Parkplatz für Herrn Reidegeld, Richtig, sondern eben für alle. Und in dem Fall des Menschen im Beitrag war das sicherlich unlogisch. Was soll ich denn tun, wenn ich ein E-Auto habe, zu so einem öffentlichen Parkplatz oder einer öffentlichen Ladesäule fahre und da steht schon ein Auto?
beispielsweise auch ein Nicht-E-Auto und parkt da einfach und blockiert mir meine Säule. Ja, das ist natürlich hoch ärgerlich. Also das ist ein Verhalten, das geht gar nicht. Aber gerade von den Verbrennern, die das einfach als kostenlosen Parkplatz vielleicht nutzen, das ist auf jeden Fall mit einem Bußgeld bewährt. Ich kann am Ende aber nicht viel mehr machen, als mich an den Betreiber zu wenden, der dann auch dafür sorgen kann, dass das Fahrzeug abgeschleckt wird. Nur das hilft mir im konkreten Fall nicht weiter. Deswegen, ich will ja schnell laden und dann muss ich leider in den sauren Apfel beißen und mir die nächste freie suchen. Aber nochmal, also das Verhalten, das geht überhaupt nicht. Das ist auch unfair den anderen gegenüber. Wenn ich dann ja. weiter suche, wie finde ich eigentlich eine günstige Ladesäule? Ich als Nicht-E-Autofahrer denke dann, das ist so wie an der Tankstelle, da fahre ich zu einer Ladesäule und gucke erstmal, was es kostet. Ist aber nicht so, ne? Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also wir haben immer im Moment wirklich noch einen Tarifdschungel, was auch die verschiedenen Anbieter betrifft von den Ladesäulen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle. Ich kann einmal natürlich bezahlen nach der Ladedauer. Da wird dann gar nicht berechnet, wie viel Strom wirklich gezogen ist. Dann gibt es sogenannte Roaming-Modelle, wo ich eben bei einem Anbieter Kunde bin. Da kriege ich so eine Kundenkarte für und dann habe ich aber auch einen festen Preis, der dann im besten Fall deutschlandweit oder sogar europaweit gilt. Und dann gibt es natürlich noch das Modell, dass ich bei Fremdanbietern laden kann, wo es dann in der Regel aber auch deutlich teurer ist. Wenn ich jetzt nicht so eine Roaming-Karte habe, wo ich theoretisch überall mit laden kann ich trotzdem dann an jede Ladesäule gehen? Oder gibt es manche Ladesäulen, die ich gar nicht benutzen darf? Ja, also die Stecker, die sind in der Regel alle kompatibel mit jeder Ladesäule. Ich muss mal unterscheiden, einmal zwischen dem wirklich privaten Laden bei mir zu Hause. Das ist in der Regel am günstigsten, je nachdem, was für einen Stromtarif ich dann habe. Dann kommt das Normalladen dazu, bis 50 kW etwa. Da sind wir so aktuell bei um die 50 Cent die Kilowattstunde. Das Normalladen in der Öffentlichkeit. Ja, das Normalladen in der Öffentlichkeit, richtig. Und dann kommt die Schnellladesäule, also gerade an der Autobahn, wenn ich auf der Durchreise bin, da kostet es so aktuell so um die 80 Cent die Kilowattstunde. Aber mal angenommen, also es ist gut zu wissen, was es wo kostet und wo man dann auch theoretisch sparen kann, nämlich zu Hause. Richtig. Wenn es geht, hat ja nicht jeder die Möglichkeit, zu Genau, Hause also zu laden. entweder zu Hause oder beim Arbeitgeber, wenn ich Genau, stimmt, den habe. gibt es ja auch noch. Aber was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise Kunde von einem E-Auto-Ladesäulenanbieter bin, aber dann an einem anderen vorbeifahre und mein Tank geht leer oder mein Akku geht leer? Was mache ich denn dann, um da zu laden? Also ich kann natürlich an der Fremdsäule auch laden. In der Regel ist es natürlich teurer als bei meinem Anbieter. Deswegen ist das so wichtig, wenn ich denn eine Reise mache. Und dieses öffentliche Laden, das kommt ja nur dann in Frage, wenn ich wirklich längere Strecken zurücklege. Dass ich es vorher plane. Dass ich mir wirklich vorher angucke. Das kann ich mit Hilfe einer App machen. Das bieten die großen Anbieter an. Die spucken mir dann wirklich die nächsten freien Ladesäulen im Umkreis aus. Und dann kann ich mich vielleicht sogar auch schon vorher anmelden, also die für 10 Minuten vielleicht mal reservieren und kann mich dann da hinstellen zum Laden. Also es ist nicht so wie bei der Tankstelle aktuell, dass ich einfach vorfahre, volltanke, wieder weiterfahre, sondern ich muss ein bisschen planen und gucken, wo mache ich einen Ladepunkt, wo mache ich vielleicht auch mal eine Pause. Das tut ja auf einer längeren Strecke auch mal ganz gut, Und wenn ich 20 Minuten mal aussetze. Und wer keinen Roaming-Tarif hat, der muss im Zweifel viele Apps runterladen und dann kann er auch bei vielen verschiedenen Anbietern laden. Genau, da habe ich die Möglichkeit, über Kreditkarte zu bezahlen oder eben auch übers Handy. Wird es irgendwann die Möglichkeit geben, einfach mal nachts zu laden? Ja, also es ist natürlich wünschenswert, dass der Ausbau noch mal voranschreitet, gerade in Wohngebieten und in Städten, dass einfach die Bewohner übers Anwohnerparken da auch wirklich über Nacht parken können und den Wagen vollladen können, ohne jetzt diese Blockier- oder Strafgebühr zu bezahlen. Dankeschön, Herr Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen.